Warum man einen Patentanwalt bei einer Markenanmeldung hinzuziehen sollte, zeigt euch dieses Video. Und am Ende findet ihr noch Tipps und Tricks, die euch auf jeden Fall weiterhelfen können. Braucht man eigentlich einen Patentanwalt, wenn man eine Marke anmelden möchte? Die Antwort lautet eigentlich, nö. Könnt ihr auch alles selber machen. Und es gibt auch einige Fälle, wo das sehr sinnvoll ist. Beispielsweise, ihr habt keine Kohle, seid vielleicht ein Startup. Bevor ihr nichts macht, meldet auf jeden Fall erstmal selber eine Marke an, ja, damit ihr da nicht irgendwie später Probleme bekommt. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, auch einen Patentanwalt hinzuzuziehen. Der ist nämlich nicht nur dafür verantwortlich, die Marke anzumelden, sondern wenn ihr euch gut betreut, dann schaut ihr auch, ob es gegebenenfalls ähnliche Marken gibt. Meist werdet ihr zuvor schon eine Markenrecherche durchgeführt haben und habt sicherlich nach identischen Marken geschaut. Das heißt, ihr habt bei dem Zeichen, das die Marke bildet, vielleicht schon mal bei Google oder vielleicht sogar schon bei einer Datenbank für Marken nachgeschaut, ob es das schon gibt. Aber das alleine reicht nicht aus, sondern es kann auch so sein, dass ähnliche Marken existieren. Beispielsweise Maya und Maya ist patentrechtlich gesehen sicherlich ein sehr ähnlicher Begriff, obwohl das eine hinten mit ER und das andere mit A geschrieben wird. Auch die Auswahl des richtigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist etwas, bei dem der Patentanwalt euch unterstützen kann. Weiterhin ist die Frage, soll man eine Wortmarke anmelden oder vielleicht eine Wortbildmarke? Das sind auch Fragen, bei denen euch der Patentanwalt helfen kann. Manchmal ist es nämlich sinnvoll, sowohl eine Wort- als auch eine Bildmarke anzumelden, oder aber es gibt Fälle, in denen eine Wortbildmarke die richtige Wahl ist. Das selbst zu beurteilen ist manchmal etwas schwieriger. Auch hier sollte euch der Patentanwalt helfen. Auch die Frage, bei welchem Amt man eine Marke anmelden soll, kann sehr entscheidend sein. Die Ämter haben ganz unterschiedliche Eintragungsstrategien bzw. tragen ganz unterschiedliche Sachen ein. Häufig ist es beispielsweise so, dass das EUIPO, das Europäische Markenamt, Marken schneller und leichter einträgt als jetzt beispielsweise das Deutsche Patent- und Markenamt. Das sind Dinge, darüber muss man sich auch Gedanken machen und da kann auch eine gewisse Strategie dahinter stehen, bei der euch der Patentanwalt hilft. Auch wenn ihr nach dem Anmelden eurer Marke vielleicht umzieht. Ihr habt ein Startup gegründet, habt das vielleicht in irgendeinem Inkubator gemacht und seid jetzt umgezogen, weil ihr sehr erfolgreich wart. Dann kann es sein, dass ihr vielleicht eure Marke vergessen habt. Die Adresse, die dann noch vielleicht im Register steht, ist noch die alte. Und wenn die Marke ausläuft, schreibt vielleicht das Amt an die alte Adresse. Dort kann die Post vielleicht nicht weitergeleitet werden und ihr erhaltet nie die Information, dass die Marke jetzt verlängert werden soll. Auch in diesem Fall hilft euch der Patentanwalt, weil er euch ganz sicherlich finden wird. Wir beispielsweise schauen, wo ist der Mandant. Wir werden ihn auf jeden Fall irgendwie im Internet finden oder sonstige Informationen herausbekommen, dass man auf jeden Fall garantiert, dass die Marke bestehen bleibt. Hin und wieder schaue ich mir auch die Marken meiner Mandanten an. Das mache ich nicht nur, weil ich sie besonders schön finde oder sonstiges, sondern ich schaue, ist die Marke noch zeitgemäß, beziehungsweise ist die Benutzung der Marke durch den Mandanten immer noch so gegeben, wie sie eingetragen wurde. Also Patentanwälte unterstützen einen auch bei Markenstrategien. Auch soll eine Serienmarke entwickelt werden. Und wie soll sie entwickelt werden? Ist die Begrifflichkeit toll? Gibt es beispielsweise vielleicht Bedeutungen, die ein Schimpfwort in einer anderen Sprache sind? All das sind Fragen, bei denen euch der Patentanwalt Hilfe zur Verfügung stellen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die sogenannte Markenüberwachung. Also es ist nicht nur wichtig, die eigene Marke eingetragen zu bekommen, sondern auch zu schauen, ob in den Markenregistern vielleicht andere versuchen, ähnliche oder gleiche Marken anzumelden. In diesem Fall hilft euch auch der Patentanwalt, weil er sich die Trefferlisten anzeigen lässt und prüft diese Treffer gegen eure Marke. Und wenn es dort gegebenenfalls ein Problem gibt, wird er euch entsprechend beraten, was ihr tun könnt. Nun fehlen nur noch die Tipps und Ratschläge und die folgen jetzt. Gerade wenn ihr ein Startup seid, solltet ihr auf jeden Fall eine Marke anmelden. Selbstverständlich, das könnt ihr auch ganz alleine tun und das ist besser als nichts. Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, zieht einen Patentanwalt zu Rate,
der sollte euch helfen und euch die nächsten richtigen Schritte zeigen. Falls ihr selbst angemeldet habt und ihr seid jetzt erfolgreich, Gratulation. Aber jetzt ist dann die Zeit, einen Patentanwalt hinzuzuziehen, wenn ihr das vielleicht vorher noch nicht getan habt. Dann kann man nämlich die Marken analysieren und kann schauen, was vielleicht für die Zukunft die richtige Strategie ist. So, hier findet ihr jetzt noch interessante weitere Videos, die ihr euch unbedingt ansehen solltet.